Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Teil unserer Starfield-Serie. Morgen ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid aufgeregt. Und ich bin so ein bisschen in den Systemen hin und her gesprungen und ratet mal, wen ich gefunden habe. Mathis. Hör mal, wer bist du nochmal genau? Zwing mich nicht, dich zu töten, Mathis. Mein Problem ist, es sind zu viele. Mal wieder. Ja, mein Problem ist, ich komme nicht so richtig weg. Ich habe so ein bisschen... Ich könnte natürlich jetzt auch jeden angreifen hier. Aber mein Gefühl sagt mir keine Chance. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht springen soll. Lass mal gerade überlegen, komme ich hier irgendwie weg? Schnellstmöglich? Kann ich das irgendwie tun? Ich weiß zwar nicht, erstatte... Achso, ich soll auf der Vigilance ja Bericht erstatten, genau. Meint ihr, ich kann hier hin? Also ich kämpfe lieber hier gegen sie, wenn sie mir denn folgen. Das wäre ja jetzt mal interessant, ne? Meint ihr, die folgen? Also meint ihr, die folgen uns? Sieht mal nicht so aus. Ja, dann docken wir doch mal an der Vigilance und sprechen mit denen. Wir haben ja eigentlich, glaube ich, wir haben keinen umgebracht. Damit sollten die ja eigentlich zufrieden sein. Das war ja die Maßgabe, also niemanden bei der Mission an Bord zu töten. Das war dieses Casino-Schiff, wenn ihr euch erinnert, wo wir dann die Information geholt haben. Und dementsprechend sollte es ja eigentlich jetzt gerade positiv für uns ausgehen. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, was es hier zu kritisieren gibt. Wobei ich immer noch der Meinung bin, ich würde lieber irgendwie in der Crimson Fleet aufsteigen, als irgendwie
den Leuten hier zu helfen. Die finde ich also im höchsten Maße unsympathisch. Na gut, okay. Anything to report. There was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Ich habe es geschafft, mir den Zugang zur Geldbank zu verschaffen. Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. You've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Der Egado wird sich etwas einfallen lassen. It sounds like you admire that lunatic. Ich bewundere ihn nicht, aber er hat sich zugegebenermaßen ziemlich gut geschlagen. I think his gospel's gone straight to your head. Maybe we made a mistake choosing you for this assignment. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the legacy's transponder signal. Könnt ihr nicht einfach jemanden da rausschicken und den Transponder selbst? Nee, warte mal. Bist du nicht in Sorge, dass ich der Fleet helfe, Kriegsvermächtnis näher zu kommen? Of course I am. We don't really have a choice in the matter. There are no shortcuts. The route you're taking to secure Krix's legacy for the Crimson Fleet is the only one at our disposal. If you suddenly change your behavior, they'll know something's wrong. I realize it's difficult, but I urge you to stay the course for now. In the meantime, we'll formulate a plan to ensure the Crimson Fleet doesn't get their hands on that money. Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen? Have information about the Comspike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the Comspike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Sollen wir die UC Navy nicht warnen, dass ich versuchen werde, mir die Comspike zu I schnappen? don't see the point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. Any attempt to move the Comspike would be a waste of time. We need to play this close to the vest. Okay, ich melde mich, wenn ich irgendwelche Beweise finde. Just stick with the plan and we'll see who gets to Crix's legacy first. So. Mission is going to require discretion on a number of fronts. Triff dich mit Neva auf dem Schlüssel. Das ist hier immer ein Hin und Her, ne? Diese Mission, da wirst du echt hin und her geschickt. Aber es ist echt eine sehr lange Missionsreihe. Das muss man ja wirklich sagen. Das finde ich sehr cool. Bin gespannt, ob man... Wir nochmal attackiert werden auf dem Weg. Clean separation, Captain. Perfect. So. Dann gucken wir nochmal. The Key. Gucken, ob die mir dahin folgen. Mathis und seine Schergen. Grab jump spinning down.
Ich erwarte irgendwie, dass Mathis dann auch nochmal irgendwie auf irgendeinem Planeten oder so ist. Also wenn man jetzt einfach weg ist, dann ist ja nicht dieses Thema weg. Also, er ist ja trotzdem noch sauer. Aber bin mal gespannt. The fleet is family. Stealing from each other is just what you call a professional courtesy. So there I am. UC security on my tail, and my grav drive just chokes. And you know what I find back there? The fattest leech I've ever seen. Worm nearly got me dusted. So, der Rechner ist leider ja noch nicht da, ne? Das kommt noch. What do you got? Deswegen merkt man manchmal noch so ein bisschen FPS. Aber das wird so geil werden. At UC Star Station SY920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jimison. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. Talk to me. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. Klingt, als wäre sie nützlich. Sure hope so. She might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. Okay, ich werde ihn in einem Stück zurückbringen. You'd better. For your sake. Oh, and one more thing. SY920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Jo. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like, get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. Was sage ich Juan, wenn sie fragt, warum wir den Comspike brauchen? I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference, tell her whatever you want. At some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy. If we want him to stick with the fleet, it's inevitable. But until the money's within reach, the less people that know, the better. Ja, was kannst du mir noch sagen über Juan? Made contact with her about a year ago. We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept popping up repeatedly, so I decided to put her to the test. Not only did she pass, but the results were off the charts. Made us both a ton of credits. That was good enough for me. Beyond that, I don't know much about her. But hey, as long as she keeps my gal bank account humming, she can keep all the secrets she wants. Okay. Gut, dann probieren wir es. We'll talk later. Dann haben wir uns ja wieder den Auftrag abgeholt. Da wird es echt hin und her, ne? Hin und her. Immer wieder zwischen Key, Vigilance und den Aufträgen.
Aber es ist halt eine sehr coole Questreihe, das muss man schon sagen. Ich hoffe nicht, dass es die einzig super lange Questreihe bleibt, weil das wäre natürlich schade. Aber die hat ja jetzt schon, das ist ja jetzt Mission Nummer 20 oder so. Alleine nur in dem Umfeld hier. Das ist schon echt cool. Klar, die verlängert sich natürlich auch ein bisschen künstlich, ne? Durch dieses Hin und Her zum Schlüssel, zur Vigilance, aber ist schon alles in allem sehr, sehr cool gemacht. So, wir gucken mal. Wir müssen wohin? Sobald ich in einen Sektor springe, der wahrscheinlich weder UC noch einer anderen Fraktion gehört, hätten wir wahrscheinlich auch eher ein Problem, dass wieder Methods dazu kommt. Aber wir haben ja Alpha Centauri. Dementsprechend passt es. Da machen wir uns mal gar nicht den Stress und landen direkt auf New Atlantis. Wir haben ja da schon den einen oder anderen Ort auch entdeckt. Das ist jetzt natürlich praktisch, ne? Da muss man nicht hin und her fliegen und dann erst den Planeten suchen und dann auf dem Planeten landen. So hat man schon einen Sprungpunkt quasi. Juhu. Aber warum hat er mich jetzt hier wieder hingebracht? Naja. Der blaue Punkt war eigentlich bei dem zweiten Aspekt vorhin, deswegen bin ich da hingesprungen, aber jetzt möchte er, dass ich trotzdem mit dem Zug wieder zurückfahre. Ja, supi. Hey, no funny stuff with that boost pack. Got enough flight traffic as it is. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Wollte mal kurz übertreiben. Erfolgreich geschafft. Unterdeck. Nee, schade. Kann ich mich hier so... Ja. I take it your neighbor's new recruit? Du musst die Schmugglerin sein. Careful, the walls have ears. SY-920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Ich habe auch Bedingungen. Frischer Terrabu und Kuchen direkt in die Kabine geliefert. Huh. Neva warned me you were difficult. Clearly I didn't understand what she meant, but I do now. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Wie treu bist du der Fleet? Look, I know I don't have a lot of history with the fleet, but I'm putting my reputation and ship on the line for this. That alone should tell you enough. Wenn etwas schief geht, verziehst du dich einfach? It's not personal. If you're caught, that entire installation will be on you. There's nothing I can do for you at that point, except send flowers to your next of kin. Okay, verstanden. Good, then we have a deal. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. Okay. Ich wüsste gerne, mit wem ich es zu tun habe. Erzähl etwas über dich. I'd like to, but I need to keep a low profile. In my experience, the more people know about you, the more they have over you. Okay, aber man muss jemand... Es wäre für die Mission hilfreich, gegenseitig unsere Stärken und Schwächen zu kennen. True, but silence is a powerful thing. I find the best way to get to know someone is to watch them work. Talking just muddies the picture. Anyways,
I appreciate the small talk. Delgado's crew aren't usually so chatty. But let's keep our focus on the mission. We can swap bar stories and share scars when we've got enough creds to buy the bar and fix the scars. Wie oft dockst du an der Station an? Enough to be on the first name basis with the Marines working the comms. It also helps they want us to dock. A cargo ship means supplies, special requests, slates from home. In the void of space, a cargo hauler is a soldier's best friend. Okay. We'll talk more on the ship. Ich glaube, über den Auftrag frage ich sie jetzt nicht, weil dann muss ich ihr nachher irgendwelche Infos geben. Die ich ihr aber gar nicht geben möchte, ehrlicherweise. So, dann gehen wir jetzt mal zum Schiff. Ich habe es so verstanden, wir sind dann wahrscheinlich erstmal im Moment auf dem Schiff gefangen. Also wir können dann jetzt nicht irgendwelche anderen Missionen machen, aber ich meine, das wollen wir dann ja eigentlich auch gar nicht. So ein bisschen paranoid bin ich schon. Ich denke die ganze Zeit irgendwie um die Ecke sitzt noch Mathis und wartet mit seinem Schiff eigentlich nur darauf anzugreifen, aber... So, dann gucken wir mal. Hier dürfen wir rein. Einsteigen in die Jade Swan. So, wo ist jetzt mein Kuchen? Das wäre es jetzt, ne? So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Ah, hier. Okay. So. So, da sind wir doch. Hello. All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Das sollte kein Problem sein. I don't expect it to be. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Ich bin bereit, los geht's. All right, then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. So, jetzt müssen wir wieder runter, ne? Ah ja, okay. We'll graph jump the SY-920 from here. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while you're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little bit. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my Get us there safe. Roger that. So, wir gucken jetzt erstmal, was hier abgeht. Always looking for the next mark. Jump! You entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile.
your ship for scanning. You're cleared to dock at docking bay 2. Nobody can stop the Crimson Fleet. Ja, das könnte schon sein. As long as the credits keep rolling in, life's good. Kann einem schon ein bisschen schwindelig werden, ne? Aber ich finde ja cool, dass man das wirklich so live mit beobachten kann, ne? Das ist halt super seamless. Richtig gut. Müssen wir hin? Hey. So, wir sind da. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Okay, dann wir verbessern schon mal den Graph. Kannst du mir nochmal das zu den Kontrollpunkten sagen? Only military personnel are allowed out of the cockle Okay. area. That's why we need to get you to the barracks to find you a uniform. Okay. Lüftungsschächte nochmal. It's a star station, so there are plenty of ventilation ducts you can slither into. Okay. As far as tactics go, it's an oldie, but goodie. Okay. Was, wenn ich nicht weiterkomme? Provided you haven't sounded the alarm, then yeah, like I said, if you can find an intercom, I'll keep a channel open. Okay. See you. Okay. Muss ich nochmal mit ihr? Warum sagt er noch? Ich muss anscheinend noch was sagen. To get past them, you'll need a there should be a way through the there's an intercom there. Once you get a uniform. Ich glaube, ich muss ja noch sagen, keine Sorge, sonst geht's nicht weiter. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. So, seht ihr, sonst wäre es jetzt nicht weitergegangen, schlicht und einfach. So, wir müssen jetzt also unbedingt als erstes ganz dringend in die Schächte, dann irgendwo zur Kaserne, weil an den Kontrollpunkten kommen wir sonst nicht vorbei. Gelange in die Kaserne und finde eine Uniform. Das ist ja schon mal der... Ja, okay, also hier darf ich noch... Ich bin im Laderaum, wollte mich nur melden. Ich weiß nicht weiter. Es gibt viele Wege, eine verschlossene Tür zu öffnen. Find a uniform there. The uniform should get you
Okay. Okay. Also hier machen wir das nächste Mal weiter. Spannend. Werden wir entdeckt oder nicht? Wir schauen mal, was so geht. Die Jaden Swan hat uns hier hingebracht und wir werden versuchen, uns in die Kaserne zu schleichen. Bis zum nächsten Teil. Euer Kentrigo. Bis morgen. Dann ist schon Weihnachten.